Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich bin die fette Kokette und es ist Sonntag, der japanische Sonntag auf meinem Kanal. Das bedeutet natürlich, eine japanische oder eine asiatische Band stellen wir hier vor, beziehungsweise stellen wir hier vor, wir hören uns ein schönes Musikvideo an, gucken wir mal nach, ob es was für uns ist, ob es was für euch ist natürlich. Das ist natürlich Sinn und Zweck des Kanals. Letztes Mal hatten wir ja Devil Oof mit Tocha. Glaube ich, heißt es übersetzt. Der Song, den könnt ihr gerne noch hier oben nochmal nachgucken, wenn ihr ihn verpasst haben solltet. Der Song war schon ziemlich extrem. Und dadurch, dass jetzt auch ein paar Meinungen eingegangen sind, werden wir kurz nach dem Musikvideo auch über Devil Oof kurz am Ende nochmal reden. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt erstmal in die Band rein. Und zwar heißt die Band Helios mit einem natürlich japanischen, asiatischen Titel, den ich natürlich nicht aussprechen kann. Es tut mir leid, wenn es dafür eine englische oder eine deutsche Übersetzung gibt. Wie immer, haut's in die Kommentare, würde mich natürlich interessieren. Und es tut mir unglaublich leid, dass ich immer so unfassbar schnell rede. Ihr macht mich einfach tierisch nervös. So, wir schalten erstmal ins Video. Wie gesagt, Helios klingt so ein bisschen griechisch angehaucht, würde ich mal behaupten. Kenne ich nicht. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Manche von euch werden es sicherlich kennen. Der japanische Bereich ist ja doch sehr groß, was die Fans angeht, und ich bin sehr gespannt. Und erstmal Helios. Abfahrt. Nicht schlecht. Das ist geil.
Na, wird die Maske noch fallen? Ich hätte 2:1. Und der hat die Maske fallen gelassen. Ich wusste es. Das war ein Helios mit... Keine Ahnung. Ihr wisst es sicherlich. Haut mir mal die englische Übersetzung von dem Titel bitte in die Kommentare. Und am besten, worum es in diesem Song geht. Ja, wie gesagt, ich habe schon am Anfang gesagt, Helios klingt ja so etwas leicht griechisch angehaucht. Und durch die ganzen Statuen, die da zu sehen waren, würde ich auch sagen, dass es vielleicht sowas mit Griechenland eventuell zu tun hat. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich muss gleich von vorne weg sagen, bevor ich es vergesse, die Keyboarderin. Sorry, bevor ich weiter sage. Es tut mir leid, wenn ich nicht erkenne, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Es ist manchmal wirklich extrem schwer zu unterscheiden. Manchmal, weil die Männer sehen ja auch recht feminin aus. Und ich weiß, man hat mir gesagt, dass dieses Wollen, dass es hoch angesehen ist dort drüben. Auch völlig in Ordnung, aber bitte verzeiht mir das, wenn ich das nicht sofort erkenne. Auf jeden Fall die Keyboarderin, ich sage jetzt mal, für mich sah es auf jeden Fall aus wie eine Frau, die hat mich voll stark an einen Final Fantasy Teil erinnert. Da gab es auch einen Charakter, die hat genau so eine blonden Haare und so unten so diese so leicht abgeknickt. Ist mir voll im Gedächtnis geblieben. Und was ich sehr cool fand, meine persönliche Lieblingsstelle in dem Song an sich war, als die Keyboarderin so ein kurzes Solo hatte, weil sie so eine Art Übergang eingespielt hat. Und dann die ganze Band eingesetzt hat und dieser leichte Chor im Hintergrund, das fand ich total geil. Es war richtig, hat richtig so einen kleinen, ja, Gänsehautmoment, sage ich mal. Ja, hat mir richtig gut gefallen, war richtig, richtig cool. So an sich war der Song auch völlig in Ordnung. Mir persönlich etwas zu ruhig, obwohl die Stimme von dem Sänger hoffentlich, sehr gut war, persönlich fand ich. Also er hat eine angenehme Stimme, man kann ihm sehr gut zuhören, finde ich. Wäre natürlich noch viel schöner, wenn man irgendwie ansatzweise was verstehen würde. Ich stelle mir ja auch immer die Frage, wenn Asiaten oder Japaner oder irgendwelche anderen Länder immer so Videos von, sagen wir mal, Deutschen sehen, ob die uns auch so überhaupt nicht verstehen. Ja, also ich kann mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Die hätten jetzt über Himmel und Hölle sehen können und ich hätte es nicht ansatzweise verstanden. Ja, ich verstehe mir natürlich immer die Frage, ob das bei uns genauso ist. Würde mich mal interessieren, aber ich denke mal, es wird so ähnlich sein, wa? Das sind Gedanken, die ich mir mache. Total dämlich, aber hey, ich teile sie euch einfach mal mit. So an sich gesagt, Helios, coole Band, hat mir ganz gut gefallen. Mir gesagt, ein bisschen zu langsam. Kann jetzt natürlich auch an dem einzelnen Song liegen, das wissen wir ja nicht. Weil wir gerade zwecks Musik sind. Wir hatten gesagt, letzte Woche Devil Oof, dazu will ich noch was sagen. Und zwar haben ja viele von euch gesagt, dass sie das nicht als Musik bezeichnen würden, weil das teilweise einfach zu extrem ist, zu viel auf einmal. Wiederum gibt es natürlich andere, die das total abgöttisch feiern, das total geil finden. Und andere haben halt auch gesagt, dass es von Devil Oof der härteste Song ist und dass er auch als einer der extremsten und heftigsten Songs generell in dem Genre, glaube ich, betitelt wird. Ja, man hat mir auch gesagt, dass ich einer der wenigen bin, der es komplett durchgezogen hat. Also es ist nicht so, dass ich bei zu extremer Musik abschalte. Das mache ich nicht. Also ich habe schon manche Bands gehört, wo ich echt dachte, so holla die Waldfee. Aber ich habe es mir halt trotzdem angehört. Ja, also meine Ohren werden wegen härterer Musik nicht bluten oder sowas. Der Song war einfach nichts für mich. Ja, er war technisch sicherlich von den Musikinstrumenten her super toll gemacht, aber der Gesang war mir einfach zu extrem. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir werden von Devil Oof auf jeden Fall nochmal was hören, was sehen. Wie gesagt, wenn das der extremste Song ist, bin ich sehr gespannt, wie die anderen Songs sein werden. Das nur als Information. Und nochmal zu Helios. Sehr gut, hier fliegt eine ganz kleine Obstfliege, glaube ich, rum. Okay. Ja, ganz cool, würde mich auf jeden Fall interessieren. Der Song war jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich glaube von 2010 oder 2011, also knapp 10 Jahre her. Deswegen ist die Qualität, glaube ich, nicht so dementsprechend. Ich hoffe, dass es jetzt knapp 10 Jahre her ist. Also nicht wundern, auf jeden Fall, wie gesagt, kann man auf jeden Fall mal hören. Würde mich natürlich interessieren, ob es jetzt eins der entspannteren Songs war oder ob generell die Musik so von denen so so sein soll oder nicht. Haut's mal in die Kommentare. Kennt ihr Helios? Wie fandet ihr den Song? Haut's in die Kommentare. Wie gesagt, auch von mir aus gerne ein kurzer Inhalt, worum es in diesem Song geht. Würde mich sehr interessieren, da mein Japanisch ja nicht vorhanden ist. Ansonsten sehen wir uns gerne nächsten Sonntag wieder. Lasst gerne noch Empfehlungen da.
Und ich bin sehr gespannt, was da zustande kommt. Über Facebook habe ich auch schon mehrere Bands vorgeschlagen bekommen. Manche kann ich leider schon mal nicht machen. Das liegt dann an den Labels, nicht an der Band an sich. Die hatten damit sicherlich kein Problem. Lasst gerne noch ein kostenloses Abo da. Einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch meine Person gefallen hat, wenn euch diese Fresse gefallen hat, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis zum nächsten Metal-Sonntag. Ciao.